Herzlich willkommen zur EMDR-Sprechstunde. Heute geht es um ein Thema, das sehr häufig unterschätzt wird und das dennoch viele Menschen angeht und belastet. Schuldgefühle. Genauer gesagt, warum es gerade dann, wenn du dich schuldig fühlst, besonders schwer ist, in der dritten Phase des EMDR-Prozesses, also noch vor Beginn der eigentlichen Verarbeitung, einen positiven Gedanken zuzulassen. Wie das dennoch funktioniert, verrate ich dir in diesem Video. Bleib dran. Vielleicht kennst du das. Du hast dich mit einer belastenden Erinnerung auseinandergesetzt. Du hast das Bild, das dich am meisten belastet, direkt vor dir. Du kannst sagen, was du dabei über dich denkst. Aber dann, wenn du in dieser dritten Phase gebeten wirst zu sagen, was du lieber über dich denken würdest, wenn du also die sogenannte positive Kognition benennen sollst, bleibt in dir nur eines: Widerstand. Unbewusst fühlst du vielleicht, ich darf mich nicht besser fühlen oder ich habe das nicht verdient. Zur Erinnerung, die dritte Phase des EMDR-Prozesses dient der Einschätzung. Bevor das Prozessieren mittels schneller Augenbewegungen beginnen kann, fordert die EMDR-Therapeutin oder der Therapeut die Klientin oder den Klienten auf, sich an das belastende Thema, das störendste Bild zu erinnern. Der Prozess des Einschätzens besteht aus mehreren Teilschritten. In dieser Phase geht es darum, das emotionale Ausgangsmaterial zu klären. Zunächst erinnert sich der Klient oder die Klientin bewusst an die belastende Situation, möglichst sinnlich mit inneren Bildern, Geräuschen oder anderen Wahrnehmungselementen. Danach folgt die Benennung der negativen Kognition, also des belastenden Satzes, den man über sich selbst denkt, wenn man sich an die Situation erinnert. Zum Beispiel: Ich bin schuld oder ich sitze in der Falle oder ich bin hilflos. Im nächsten Schritt wird eine positive Kognition formuliert, also der Satz, den man lieber über sich glauben möchte. Beispiele dafür könnten sein: Ich habe mein Bestes gegeben oder ich trage nicht die Verantwortung. Diese positive Aussage wird anschließend auf ihre Glaubwürdigkeit hin eingeschätzt, mithilfe der sogenannten VOC-Skala. VOC steht für Validity of Cognition, was im Deutschen so viel heißt wie Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung. Die Bewertung reicht von 1, völlig unglaubwürdig, bis 7, vollkommen glaubhaft. Danach benennt man die mit der Erinnerung verbundenen Gefühle und schätzt ihre Intensität auf der SOD-Skala ein. SOD steht für Subjective Units of Disturbance, auf Deutsch der subjektive Grad der Belastung. Diese Skala reicht von 0, keine Belastung, bis 10, maximale emotionale Belastung. Auch wenn diese Schritte bekannt klingen, sie sind gerade bei Menschen mit Schuldgefühlen nicht leicht umzusetzen. Und genau hier zeigt sich oft schon ein innerer Widerstand, der sehr ernst zu nehmen ist. Abschließend werden die Emotionen und die körperlichen Empfindungen beschrieben, die beim Erinnern spürbar werden. Und es wird notiert, wo genau im Körper sie auftreten. Diese strukturierte Einschätzung dient dazu, die Ausgangslage für die eigentliche Verarbeitung in der anschließenden Phase 4 festzuhalten. Aber genau hier in der dritten Phase zeigt sich bei vielen Menschen mit Schuldgefühlen diese starke innere Widerstandsneigung. Besonders dann, wenn sie eine positive Aussage über sich selbst treffen sollen. Was sich zunächst einfach anhört, ein belastender Gedanke wird durch einen hilfreichen ersetzt, ist in Wirklichkeit oft ein sehr komplexer innerer Prozess. Denn die Kognition, die mit einer Erinnerung verbunden ist, spiegelt nicht nur den Gedanken an sich wider, sondern oft auch eine tiefe Überzeugung über das eigene Selbst. Und genau diese Überzeugung wirkt manchmal wie ein innerer Schutzmechanismus, den man nicht einfach austauschen kann. In erster Linie ist das sogar etwas Positives, denn Körper, dein kognitives und emotionales System versucht dich zu schützen. Und es hält an dem fest, was dir bisher geholfen hat, zu überleben oder dich sicher zu fühlen. Sei also nicht frustriert, sei dankbar. Dieser Selbstschutz ist ein Zeichen dafür, dass dein Inneres für dich arbeitet. Und wenn du jetzt spürst, dass dich genau diese Überzeugung belastet,
ist das kein Rückschritt, sondern ein Hinweis darauf, dass du gewachsen bist, dass du heute bereit bist, diesem Thema auf neue Weise zu begegnen. Im klassischen EMDR-Prozess wird daher nicht nur gefragt, was du über dich denkst, sondern auch, was du stattdessen denken möchtest. Doch das ist oft leichter gesagt als gefühlt, denn gerade bei Schuldgefühlen fällt es schwer, eine alternative Sichtweise zu formulieren, die innerlich greifbar ist. Und noch schwerer ist es, sie zuzulassen. Deshalb ist es hilfreich, diese Gedanken nicht als Gegensätze zu verstehen, Schuld auf der einen Seite, Vergebung auf der anderen, sondern als Pole auf einem Spektrum innerer Entwicklung. Ein kleiner Schritt in Richtung dieses Spektrums genügt oft schon, um im Prozess weiterzukommen. Aber genau hier wird es schwierig, denn Schuldgefühle haben eine besondere Dynamik. Sie sind nicht nur emotional, sie sind moralisch aufgeladen. Wenn du dich schuldig fühlst, geht es nicht nur um ein Gefühl, sondern oft um eine Art Urteil, das du über dich selbst gefällt hast. Und das macht es unglaublich schwer, diesen Satz am Ende zu sagen, der alles relativieren oder lösen soll. Sei also gnädig mit dir. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Du hast im EMDR-Prozess einen Moment durchlebt, in dem du etwas erkannt hast, in dem sich etwas gelöst hat. Aber sobald es darum geht, diesen neuen Gedanken zuzulassen, ich bin in Ordnung, ich darf weitergehen, ich war damals nicht verantwortlich, hörst du in dir ein entschiedenes Nein. Ein innerer Widerstand, manchmal sehr leise, manchmal wie ein harter Schlag in die Magengrube. Und dieser Widerstand hat Gründe. Warum fällt es bei Schuldgefühlen so schwer, eine positive Kognition zu akzeptieren? Erstens, weil Schuld mit Ambivalenz verbunden ist. Du weißt vielleicht auf einer rationalen Ebene, dass du nicht verantwortlich warst, aber auf der emotionalen Ebene hältst du an einem inneren Bild fest. Ein Bild, in dem du doch etwas hättest tun können oder müssen. Zweitens, weil Schuld oft mit Selbstschutz verbunden ist. Wenn du dich selbst für etwas verantwortlich machst, gibst du dir unbewusst das Gefühl, Kontrolle zu haben. Denn wenn du schuld warst, dann hättest du es ja theoretisch verhindern können. Obwohl das rückwirkend natürlich unmöglich ist. Aber das ist paradoxerweise leichter zu ertragen als das Gefühl der Ohnmacht. Drittens, weil Schuld auch mit Bindung zusammenhängen kann. Vielleicht hältst du an deiner Schuld fest, weil du dadurch innerlich mit jemandem verbunden bleibst. Mit einer Person, die Schaden genommen hat. Oder mit einem Teil von dir, der noch leidet. In solchen Fällen kann die Schuld fast wie eine Form von Loyalität wirken. Und viertens, weil die Schuld vertraut anfühlen kann. Wenn du lange mit ihr gelebt hast, ist sie nicht nur unangenehm, sie ist auch bekannt. Und alles, was neu ist, sogar Erleichterung, kann sich im ersten Moment bedrohlich anfühlen. In einer professionellen EMDR-Sitzung wird der gesamte Prozess und somit natürlich auch die dritte Phase durch die Erfahrung der Therapeutin oder des Therapeuten gezielt begleitet. Gerade das Finden der negativen und noch mehr der positiven Kognition ist keine Selbstverständlichkeit. Es braucht häufig Feingefühl, Geduld und behutsame Gesprächsführung. Eine erfahrene Therapeutin oder Therapeut kann durch gezielte Fragen, empathische Präsenz und eine strukturierte Herangehensweise helfen, dass sich der passende Satz zeigt. Nicht als aufgesetzte Formel, sondern als etwas, das sich innerlich wirklich stimmig anfühlt. Viele Klientinnen und Klienten erleben genau an dieser Stelle einen kleinen Aha-Moment, weil ihnen erstmals erlaubt wird, einen anderen Blick auf sich selbst zu wagen. Und sobald diese Einschätzung abgeschlossen ist, also sobald du dein Thema klar benannt, die belastenden Gedanken und Gefühle eingeordnet und die körperliche Reaktion gespürt hast, dann folgt im klassischen EMDR-Prozess die vierte Phase, das eigentliche Prozessieren. In dieser vierten Phase wird mit bilateraler Stimulation gearbeitet, typischerweise mit schnellen Augenbewegungen. Ziel dieser Phase ist es, die belastende Erinnerung durch wiederholte Durcharbeitung anzustoßen und neu zu verknüpfen, sodass sie ihre
emotionale Intensität verliert. In der 4. Phase kommt es wie in einer Dauerschleife zu schnellen Augenbewegungen, gefolgt von der Frage, was ist jetzt? Um dann wieder mit einem neuen Set schneller Augenbewegungen zu stimulieren und zu prozessieren, also zu verarbeiten. Und immer so weiter für eine ganze Weile. Ein großer Fehler wäre hier, zu früh damit aufzuhören. Währenddessen kann es zu neuen Einsichten kommen, zu einem inneren Umstrukturierungsprozess, oft tiefgreifend und bewegend und auch oft schon emotional erleichternd. So läuft es in einer geführten EMDR-Sitzung. Aber wie sieht es im EMDR-Selbstcoaching aus? Anders als in der professionell begleiteten Sitzung, in der eine erfahrene Therapeutin oder Therapeut dabei hilft, die belastenden und entlastenden Gedanken gezielt herauszuarbeiten, bist du beim Selbstcoaching auf dich allein gestellt. Das kann eine große Herausforderung sein, gerade dann, wenn du mit starken Schuldgefühlen kämpfst. Denn ohne die unterstützende Rückmeldung einer außenstehenden, empathischen Person wird es schnell unübersichtlich. Was ist der bestehende Gedanke wirklich? Was wäre eine hilfreiche Alternative? Und wie fühlt sich das alles im Körper an? An dieser Stelle lass mich kurz anmerken. Bitte beachte, dass EMDR-Selbstcoaching für alltägliche Befindlichkeiten genutzt werden kann. Darunter fallen zum Beispiel allgemeiner Stress, emotionale Belastungen, Ärger, alltägliche Ängste und Sorgen, alles ohne krankhafte Ausprägung. Krankheiten und psychische Störungen können insbesondere mit EMDR im Selbstcoaching nicht behandelt werden. Bitte lies dazu auch die wichtigen Informationen unter dem Video. Wie also funktioniert das im Selbstcoaching mit den Kognitionen so ganz ohne Hilfe? Gerade bei Schuldgefühlen wirst du oft das Gefühl haben, dass du diesen positiven Gedanken nicht glaubst, dass du ihn nicht verdient hast oder dass er zu einfach ist. Und deshalb funktioniert dieser Schritt im Selbstcoaching nicht so wie im klassischen Setting. Okay, und jetzt? Nun, ich fand vor rund 15 Jahren heraus, dass es einen vereinfachten Zugang braucht. Und genau dort setzte ich an. In meiner EMDR-Selbstcoaching-Methode habe ich bewusst eine Vereinfachung vorgenommen. Ich spreche nicht von einer positiven Kognition, sondern von einem ersten positiven Gedanken. Was ist der Unterschied? Der erste positive Gedanke ist kein Satz, den du finden, formulieren und bewerten musst. Du musst ihn nicht analysieren, du musst nicht überprüfen, ob du ihn glaubst. Den ersten positiven Gedanken darfst du einfach nur zulassen für einen Moment. Vielleicht ist dieser Gedanke banal, vielleicht hat er auch nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun. Absurderweise und gerade deshalb so kraftvoll kann dieser erste positive Gedanke auch eine scheinbar völlig zusammenhangslose Assoziation sein. Etwas, das dir spontan einfällt, etwas, das auf den ersten Blick nichts mit dem belastenden Thema zu tun hat und doch eine Wirkung entfaltet. Zum Beispiel, mein Wasserkocher sieht aus wie eine Ente. Oder meine Zimmerpflanze lehnt sich immer zur gleichen Seite. Oder ich erinnere mich an das Geräusch von Kies unter meinen Schuhen. Was auch immer sich dir anbietet, nimm es, solange es sich positiv anfühlt. Diese Gedanken haben scheinbar keinen Bezug zum Thema, aber sie bringen einen kleinen, echten Moment, einen Minibruch im Strom der Schwere. Etwas, das ein leises Lächeln auf deine Lippen zaubern kann. Ein erster positiver Gedanke wird kommen, wenn du bereit bist nach dem Prozessieren, ganz von allein. Und er genügt genau so, wie er ist, weil er der Anfang einer inneren Bewegung ist. Und das alles ohne Hilfe von außen. Dann bist du genau an einem sensiblen Punkt. Dann das Einzige, was du brauchst, ist ein Gedanke, der sich ein bisschen leichter anfühlt als der vorherige. Nicht perfekt, nicht groß, nur ein wenig anders. Denn Veränderung beginnt selten mit Überzeugung, sondern mit Erlaubnis. Meist einhergehend mit dem inneren Satz, ich darf anders weitergehen. Abschließend möchte ich dir noch eines mitgeben. Schuldgefühle sind zutiefst menschlich, aber sie sind nicht dazu da, dich für immer festzuhalten. Sie dürfen sich wandeln
Und wenn du dir selbst erlaubst, einen ersten neuen Gedanken zu denken, dann ist das kein Verrat, sondern ein Akt der inneren Verantwortung. Der Verantwortung für die wichtigste Person in deinem Leben, für dich selbst. Wenn du Fragen hast oder eigene Erfahrungen mit dem Thema Schuld im EMDR-Prozess gemacht hast, schreib sie gern in die Kommentare. Vielleicht hilft dein Gedanke auch jemand anderem, der gerade an diesem Punkt steht. Bis zum nächsten Mal.